Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vera Petri und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr richtig schöne Töne auf der Blockflöte spielen könnt. Es ist ja gar nicht so leicht, auf einer Blockflöte wirklich schön zu spielen. Jeder kann reinblasen in die Blockflöte, es gibt keinen Widerstand am Kopfstück. Irgendwie, ich kann einfach hineinblasen und schon ist der Ton da. Und vielleicht gerade deshalb ist es so verdammt schwer, richtig schön die Töne zu formen. Um jetzt zu schauen, wie können wir das machen und was können wir mit dem Blockflötenton anstellen, müssen wir uns erstmal klar machen, was er für Eigenschaften hat. Der Blockflötenton hat es so an sich, dass er bei stärkerem Blasen in die Höhe geht, also sofort nicht nur lauter klingt, sondern auch höher, und bei schwächerem Blasen leiser wird und gleichzeitig tiefer. Ich versuche euch das mal hören zu lassen. Das ist also schon mal eine ganz wichtige, grundlegende Sache. Wenn ich auf einem Klavier beispielsweise laut spiele, wird der Ton nicht höher, er wird nur lauter. Und wenn ich leiser anschlage auf dem Klavier, dann wird der Ton leiser, aber nicht tiefer. Und bei der Blockflöte ist das eben direkt verbunden. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man sauber gestimmt spielen möchte. Dazu mache ich auf jeden Fall noch ein extra Video mal. Aber wir wollen jetzt einfach nur mal davon ausgehen, dass wir gerade Töne blasen müssen auf der Blockflöte, damit wir überhaupt sauber gestimmt spielen. Und zu diesem gerade Töne blasen gibt es die simpelste Übung überhaupt, nämlich das Töne tragen. Das heißt, ihr blast einen langen Ton und schreitet ganz langsam, während ihr diesen Ton spielt, durch den Raum und versucht so zu spielen, dass der Ton nicht wackelt, wimmert oder abbricht oder super laut oder super leise wird. Also möglichst gleichmäßig. Es geht dabei nicht darum, dass der so lange wie möglich dauert, sondern es geht darum, dass er gerade ist, ohne Zittern drin, und dass er eben seine Temperatur, wollte ich gerade sagen, seine Lautstärke behält. Wenn ihr das dann häufiger geübt habt, dann könnt ihr das natürlich auch entsprechend länger. Der Anfang aller Töne ist in der Regel unsere Artikulation. Also ich würde euch jetzt mal raten, diesen langen Ton, den ihr üben sollt, mit einem Dü zu beginnen. Also nicht einfach nur so reinpusten, sondern wirklich mit Artikulation. Natürlich ist es jetzt wichtig, dass ihr immer vorher tief einatmet. Ich kann dazu nur wiederholen, dass es schon 2 Videos von mir gibt zur Atmung beim Blockflöte spielen. Ich verlinke hier nochmal das zweite. Und wenn ihr da reinschaut, könnt ihr nochmal lernen, wie man genau richtig tief in den Bauch einatmet. Das ist natürlich die Grundlage, dass man überhaupt gerade gestützte Töne spielen kann. Ja, und dieses Töne tragen würde ich wirklich täglich machen, bevor ihr irgendein Stück spielt. Erstmal ein paar Töne durch den Raum tragen und dann könnt ihr natürlich das Ganze auch im Stehen machen, also im Stillstehen meine ich jetzt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr gar nicht zu der anderen Stelle hinlauft, sondern dass ihr euren Ton dorthin schickt. Ja? Also ich stelle mir vor, ich schicke meinen Ton bis ans Ende des Raumes. Ja, ich mache euch das mal vor.
Und dort am Ende, ich habe den jetzt bei mir zum Fenster rausgeschickt, dort lasse ich ihn nicht runterplumpsen, sonst wird er ja am Ende wieder tiefer. Das wäre dann so. Das klingt dann ziemlich unschön, wie ihr merkt, sondern ich halte ihn oben. Gut, jetzt wollen wir natürlich nicht unser Leben lang nur einen Ton richtig schön spielen. Jetzt wollen wir das nämlich mal verbinden mit dem Spielen von mehreren Tönen nacheinander. Wir machen es aber immer noch super simpel. Wir machen nur denselben Ton. Also wenn ihr eben ein D hattet zum Beispiel, wäre das jetzt das D. Diese einzelnen Töne beende ich dann immer mit einem ganz sanften, wieder mit der Zunge herangehen an den Gaumen, damit der Ton am Schluss nicht runterfällt. Ja, so, also wie gesagt, erste wichtige Sache ist, dass wir ganz gerade Töne blasen. Das ist unsere Basis. Wie ihr merkt, ist der Blockflötenton von Natur aus ziemlich statisch und trotzdem können wir da was machen. Sonst würde ja alles richtig langweilig klingen, wenn das nur ganz kerzengerade gespielt würde auf dieselbe Art und Weise. Und zwar könnt ihr zum Beispiel viel anstellen mit der Mundstellung. Also wenn ihr jetzt mal diese mittlere Lage nehmt, ich mache das so, wenn ich solche Töne blase, also C, D, E, F, G jetzt zum Beispiel, dann stelle ich mir dazu ein O vor. Und dann habe ich auch diese Mundstellung wie bei einem O. Spiele ich dagegen dann zum Beispiel einen ganz tiefen Ton, dann denke ich mir ein U. Dadurch habe ich diesen Raum im Mund. Ja? Ich denke ein U. Und bei ganz hohen Tönen denke ich mir ein Ü. Und dadurch ergibt sich, dass ihr je nach Tonlage, wenn ihr das so macht, wenn ihr euch unten ein U vorstellt, in der Mittellage ein O und oben ein Ü, dann ist auch euer Raum größer oder kleiner im Mund und dadurch klingt der Ton auch nochmal anders. Ich finde, das kann man ziemlich gut ausprobieren mal mit dem hohen A auf der Altblockflöte, also mit dem halben Daumen hinten. Auf der Sopran wäre das natürlich ein hohes E. Und zwar blase ich den jetzt mal bei möglichst gleicher Tonhöhe, aber einmal mit dieser ganz weiten Mundstellung von U über O bis zum engen Ü, wie bei den hohen Tönen. Und dann werdet ihr mal hören, hoffe ich, was mit dem Ton geschieht. Also ich hoffe, man konnte hören, dass er von diffus nach fokussiert ging und ohne Rauschen am Ende war oder mit weniger Rauschen auf jeden Fall. Ich mache das gleiche mal mit einem hohen S. Das wäre eben geknickt hinten und 3 Finger rechts. Für viele ein Schreckenston, der ist eigentlich ganz leicht und der spricht an wie Butter. Auf jeder Blockflöte, glaube ich. Den braucht man auch gar nicht laut zu blasen. Das nur nebenbei. Aber ich mache irgendwann auch noch ein Video über hohe Töne. Und da kommt das auch noch mal zur Sprache, die Lautstärke von hohen Tönen. Aber jetzt einfach mal dieses hohe S auf der Altflöte. Auf der Sopran wäre das dann das hohe B. Und gehe wieder von weiter Mundstellung, also diffusem Klang, zu enger Mundstellung und fokussiertem Klang.
Ja, genauso kann ich auch zum Beispiel ein hohes H nehmen. Das hohe H, hinten wieder halber Daumen, klingt von Natur aus eher eng und so ein bisschen ne? Ich spiele den mal. So, und den will ich jetzt ein bisschen weicher bekommen, nicht so scharf, ja? Dann mache ich genau das Umgekehrte. Ich gehe von enger Mundstellung, also Ü gedacht, zu weiter Mundstellung. Also ich hoffe, ihr könnt das hören, so über den Lautsprecher. Ja, ich denke, auf diese Art und Weise könnt ihr schon sehr viel machen mit dem Ton. Behaltet immer im Kopf, dass ihr nicht höher oder tiefer einfach werden könnt, ungestraft, sage ich mal. Natürlich gibt es auch noch Techniken, wo man Finger hinzunimmt und einfach lauter bläst. Dadurch, dass ich dann Finger hinzunehme, wird der Ton trotzdem nicht höher oder ich ziehe was weg. Das ist aber schon sehr komplex, sage ich mal. Ich würde euch raten, eben erstmal darauf sich zu richten, dass ihr ganz gerade Töne blast. Das ist wie gesagt die Basis. Und dann diese Sache mit der Mundstellung mal hinzunehmt. Da kommt ihr schon sehr weit damit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal behilflich sein, um euer Blockflötenspiel zu verbessern. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das kostet natürlich auch nichts. Ja, jetzt viel Freude beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!